Für dieses Meisterwerk der Konditorenkunst braucht es nur wenige, ausgewählte Zutaten. Man nehme frische Eier, Mehl und Weizenstärke, Butter und Zucker, gebe ein paar feine Gewürze hinzu und rühre daraus einen Teig. Klingt simpel, ist es aber nicht. Der Baumkuchen ist das Symbol der Konditorei. Ähnlich wie die Brezel beim Bäcker hat fast jede Innung den Baumkuchen als Logo. Wir haben es ja auch hier bei uns im Logo mit drin. Und das liegt einfach daran, dass der Baumkuchen ein totaler Klassiker ist, es den schon immer gibt. Und dass er auch ein total heikles Produkt ist. Man muss ein unheimlich guter Fachmann sein, um auch einen guten Baumkuchen zu machen. Konditormeister Julian Kübel aus dem Café Schafhäutle in Heidelberg weiß, wovon er spricht. Die Herstellung von Baumkuchen hat in seinem Familienbetrieb eine lange Tradition. Er bereitet die Schokolade für den Überzug vor und stellt sie in den Wärmeschrank. Denn später muss alles ganz schnell gehen. So, wir haben hier Bio-Vanille aus Madagaskar. Das schneide ich mir der Länge nach aus und kratze das Vanillemark heraus. Nur diese 3 Gewürze kommen in den Baumkuchen. Wir machen Zitrone rein, Vanille und Tonkabohne. Das ist ein Gewürz, was meiner Meinung nach total unterschätzt ist, kennen die wenigsten Leute. Aber es hat ein wahnsinnig intensives Aroma nach Marzipan, schmeckt einfach toll und ist auch ein ganz typisches Baumkuchengewürz. Das darf eigentlich nicht fehlen. Die Tonkabohne ist ein aromatisches Gewürz aus Südamerika. Vor allem in der Spitzengastronomie wird sie gerne verwendet. Und dann gibt es noch den Zitronenabrieb. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel abreibe, weil das Weiße von der Zitrone bitter schmeckt. Zitronenschale gibt dem Teig, klar, eine frische Zitrusnote. So, und das sind schon alle Gewürze, die an den Baumkuchen rankommen. Das ist schon ganz klassisch, dass Zitrone und Vanille ein bisschen reinkommt. Tonka machen auch viele rein, manche machen Marzipan rein, aber da hat jeder so sein Hausrezept. Julian Kübel gibt die Gewürze zur zimmerwarmen Butter. So, und wenn die Gewürze drin sind, wärme ich mir die Butter jetzt einmal etwas auf dem Gas an. Das ist ganz wichtig, dass die Temperaturen nicht zu unterschiedlich sind. Wenn die Butter zu kalt ist, kann sich später die Masse trennen. Der Konditormeister wärmt den kühlen Kessel nur kurz an, das reicht schon. Ein Detail könnte man meinen, aber bei diesem Gebäck geht es um Präzision. So. Ja, ein Baumkuchenrezept liest sich eigentlich wie ein total einfaches Rezept. Ja, Eier, Butter, Mehl, Zucker, das ist ja im Prinzip schon alles. Aber nur wenn man jedes einzelne Produkt wirklich genau richtig behandelt, bekommt man eine schöne, lockere Masse, eine homogene Masse hin, bekommt man das Volumen hin. Es ist total wichtig, wie die Temperatur im Baumkuchenofen ist, dass er nicht zu kalt ist, nicht zu warm ist. Es ist eine Timingfrage, dass er nicht zu trocken wird oder zu speckig, zu weich bleibt und dann am Ende einem noch vom Stamm fällt. Das kann nämlich passieren, wenn man die Schichten zu kurz backt. Weiter geht es mit Eiern. Vielen Eiern. In unseren Baumkuchen kommen 45 Eier pro Baumkuchen. Wir haben hier aus dem Odenwald Freilandeier. Davon kommen 20 als Vollei in den einen Kessel, dazu noch 25 Eigelb. Und in den zweiten Kessel später dann die 25 Eiweiß. Julian prüft, ob die Eier frisch sind. Jetzt trennen wir uns Eigelb vom Eiklar. Die
Die Eigelbe kommen noch zu unserem Vollei und das Eiklar lasse ich mir für später zum Separat aufschlagen. Aber aufgepasst beim Trennen, damit es nachher keine Probleme gibt. Das Eiklar schlägt sich nur richtig schön auf, wenn es frei von Eigelb ist. Wir haben hier jetzt 550er Weizenmehl und Weizenpuder. Das ist im Prinzip Weizenstärke. Die siebe ich jetzt gemeinsam durch, um das Ganze aufzulockern. Die Stärke ist viel feiner als das Mehl. Das gibt einfach noch mal eine schönere, feinere Krume. Julian Kübel bereitet alle Zutaten für die Baumkuchenmasse vor. Sie wird als klassische Dreikesselmasse hergestellt. So, jetzt habe ich hier unser Eiweiß. Die Butter mit den Gewürzen, die wir vorhin vorbereitet haben, und Vollei Eigelb. Das sind jetzt unsere 3 Kessel für die Dreikesselmasse. Und die werden alle 3 separat aufgeschlagen, damit wir möglichst viel Luft und Volumen unter unserem Baumkuchen bekommen. Weil wir verwenden hier keine Backtriebmittel und deswegen müssen wir alles maximal aufschlagen, um später einen schönen, luftigen, lockeren Baumkuchen zu bekommen. Die Eier kommen erstmal aufs Gas, werden heiß gemacht, dass sich der Zucker löst, damit sie ein bisschen Bindung auch bekommen. Und dann wird alles 3, wenn es aufgeschlagen ist, zusammen meliert. Das ist eine Wiener Masse, ähnlich wie eine Biskuitmasse. Zuerst kümmert sich der Konditormeister um den Kessel mit den Eiern. Den Zucker geben wir hier dazu. So, dann gehen wir auf die Gasflamme und machen es richtig schön warm. Ziel ist, dass das Ganze erstmal den Zucker löst und zum Zweiten schon ordentlich an Volumen gewinnt. Und dafür brauchen wir einfach die Temperatur. Wenn wir hier fertig sind, wird es dann in unsere Aufschlagmaschine eingespannt und nochmal richtig kräftig aufgeschlagen. Es sollte nicht wärmer als 45 bis 50 Grad sein. Alles wärmer kann dazu führen, dass wir bald ein Rührei haben. Wenn es ganz leicht am Rand anfängt zu dampfen, dann ist es soweit. Sieht nach anstrengender Handarbeit aus. Uns kommt hier zugute, dass wir runde Kessel haben. Da hilft uns die Schwerkraft ein bisschen mit. Im Prinzip muss ich immer bloß den Schneebesen am Kesselrand nach unten führen. Eigelb und Zucker sind luftig aufgeschlagen. Weiter geht's. Hier haben wir jetzt unsere Baumkuchenwalze. Auf der wird der Baumkuchen später dann am Gas gebacken. Die müssen wir uns jetzt zuerst in Alufolie einwickeln, damit wir später den Baumkuchen auch wieder von dieser Walze runterbekommen. Dafür schneide ich mir das hier mal ein bisschen zu. Die Baumkuchenwalze ist aus Holz. Das Verpacken dauert länger, als man denkt. So, und das falte ich mir jetzt hier einmal oben um. Er muss die konisch zulaufende Holzwalze sehr sorgfältig einschlagen. Auch dieser vermeintlich kleine Arbeitsschritt hat Auswirkungen auf das Produkt. Es ist ganz wichtig, dass es schön eng gewickelt ist, dass es später sich nicht mehr lösen kann. Dass wirklich beide Enden fest miteinander verschlossen sind und das Ganze auch ganz eng am Stamm anliegt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass während dem Backen sich die ganze Folie löst und der Baumkuchen runterfällt. Dann ist die ganze Arbeit vertan. Auch am Stammende muss alles sitzen.
Und dann gehe ich immer hier mit der Rückseite von der Palette hin und klopfe mir das so richtig fest. Baumkuchen wird in der Backstube des Heidelberger Cafés nur in der Winterzeit gebacken. So, und so habe ich das jetzt schön flach und fest, dass nichts passieren kann und auch, dass es keinen Wulst gibt. Ja, weil wenn hier schon ein Wulst entsteht, sehe ich den später auch noch auf dem Baumkuchen. Und das würde die eindrucksvolle Erscheinung des Gebäcks beeinträchtigen. So, da haben wir jetzt unsere Baumkuchenmaschine. Das ist ein ganz spezieller Ofen mit 5 Gasbrennern hinten. Und hier spanne ich jetzt schon unsere Walze ein, damit die schon ein bisschen Temperatur hat und der Teig später dran gut haften bleibt. Jetzt lassen wir sie leicht drehen, dann kann sie schon sich schön erwärmen. Alles muss nun schnell gehen, damit der Baumkuchenteig gelingt. Der Konditormeister spannt Kessel Nummer 1 mit der Butter und den Gewürzen in die Anschlagmaschine ein. Jetzt wird hier mit dieser Kurbel der Kessel fixiert. Hier ändere ich die Höhe. Die Butter soll beim Aufschlagen weiß werden. Jetzt, wo unsere Butter schön schaumig aufgeschlagen ist, geben wir das Mehl hinzu. Jetzt verteile ich das hier außen rum und lasse es langsam und vorsichtig unterlaufen. Julian Kübel hat seine Ausbildung in Garmisch-Partenkirchen gemacht. Seit 10 Jahren führt er das Heidelberger Café Schafhäutle gemeinsam mit seiner Mutter. So, und wenn man jetzt sieht, dass das Volumen sich deutlich erhöht hat, das ist schöne schaumige Masse, dann können wir die ganze Masse ausspannen. So, das wird jetzt für später bereitgestellt und weiter geht's mit unseren Eiern. So, da haben wir unsere Volleimasse, die wir uns gerade warm gemacht haben. Die spannen wir jetzt schnell ein. Kessel Nummer 2 ist dran. Das ist die Eiermasse mit dem darin gelösten Zucker. Auch in dieser Phase kommt es aufs Timing an. Die aufgeschlagenen Massen dürfen nicht lange stehen. Die lassen wir jetzt so schnell laufen, dass da richtig viel Luft runtergezogen wird und richtig schön an Volumen zunimmt. Also die kriegt das ca. 3-fache von dem Volumen, was sie jetzt hat, wenn sie fertig aufgeschlagen ist. Parallel dazu fangen wir schon mal an mit unserem Eiweiß. Eine kleine Prise Salz geben wir hier noch mit dazu. Den ersten Teil von unserem Zucker. Wenn man ihn auf einmal hereingibt, dann dauert es zu lange, bis er sich löst. So schlägt sich das Eiweiß einfach ein bisschen schöner auf. Das Salz ist zum einen geschmacklich ein schöner Kontrast. Ne? Zu jedem Süßen gehört auch ein bisschen Salz dazu. Und zum anderen hat es den gleichen Effekt wie der Zucker, dass er ein bisschen Flüssigkeit bindet und dadurch das Eiweiß sich stabiler aufschlägt. Gut. So, ich spanne das jetzt aus. Der Eischnee läuft noch ein bisschen weiter. Und in der Zeit bringe ich jetzt schon mal unser Vollei mit dem Fett zusammen. So. Ich gebe erstmal ungefähr 1/3 hier rein, um die Konsistenz anzugleichen. Das macht man, damit das Ganze nicht ganz so zusammenfällt. Wenn ich jetzt sehr viel feste Masse mit sehr viel flüssiger oder schaumiger Masse zusammengeben würde, würde es dazu führen, dass es zu sehr zusammenfällt, wenn ich es glatt rühre. Deswegen mache ich das jetzt erstmal mit einem kleinen Teil. So, und jetzt ist das Ganze schon deutlich weicher und geschmeidiger. Und jetzt fällt es mir leichter, den Rest von dem
Vollei hier runterzubringen. Die Konsistenzen der 3 Massen müssen genau stimmen. Nur dann gelingt der Baumkuchenteig. Also das hebe ich mir jetzt hier per Hand unter. Bleibt mehr Volumen im Kessel. Wenn ich das jetzt auch durchrühren würde, würde ich deutlich mehr Luft wieder aus dem Teig rausrühren. Deswegen macht man das per Hand. Und jetzt kommt noch unser Eiweiß dazu. Der Eischnee ist die Nummer 3 der 3-Kessel-Masse. Er darf nicht zu flüssig sein, aber er darf auch nicht zu fest aufgeschlagen werden. Das ist sehr wichtig, dass die Konsistenz hier stimmt. Wenn es ganz flockig fest aufgeschlagen ist, kriegen wir später Eiweißnester hier rein, die wir nicht mehr rausbekommen. Ich gleiche das erst ein bisschen an, indem ich mir hier ungefähr ein Drittel reingebe. So. Und jetzt kommt der Rest. Julian Kübel führt die Familientradition bereits in der 4. Generation fort. Schon sein Urgroßvater hat hier Baumkuchen hergestellt. Mit der Hand hebt der Konditormeister den Eischnee behutsam unter. Die Masse verliert jetzt ständig an Volumen und je länger sie steht, umso weniger geht sie später in der Baumkuchenmaschine auch auf. Wir müssen gerade mal schauen, dass hier keine Eiweißklümpchen mehr drin sind. Und sobald das geschafft ist, spannen wir die Maschine ein. Den fertigen Teig gießt er sofort in die Wanne des Baumkuchenofens. Die vorgeheizte Walze, die kommt jetzt hier in den Teig. Wieder samt Wanne nach hinten. Die Wanne muss ich immer mit nach hinten schieben, weil jetzt der überschüssige Teig von der Baumkuchenwalze wieder abtropft. Aber sobald es aufhört zu tropfen, muss die Wanne auch wieder raus, sonst backe ich mir den Teig hier hinten mit. Und das darf nicht passieren. Man sieht ja, es geht relativ schnell, dass er anfängt zu bräunen. Dann nehme ich ihn ein bisschen weiter weg. Aber zu dunkel darf er auch nicht werden, weil er zu trocken wird dann. Also sobald er ein bisschen goldig in der Farbe ist, kommt schon die nächste Schicht drauf. Während des Backvorgangs muss der Konditormeister immer konzentriert bleiben und ständig ein Auge auf den Baumkuchen haben. Da kann man nicht weglaufen in der Zeit, sonst wird er zu ungleichmäßig oder wird am Ende noch viel zu dunkel. Das ist letztendlich auch, was den Baumkuchen so teuer macht, dass da ein Haufen Arbeitszeit drin steckt. Ja. Wir haben hier für einen so einen Stamm einen Konditor, der mindestens 1 Stunde daran arbeitet, bis er überhaupt gebacken ist. Und dann wird er ja noch weiter verarbeitet. Schicht folgt auf Schicht. Jede wird 2 bis 3 Minuten vor der Gasflamme gebacken. Wenn der Baumkuchenstamm fertig ist, hat er etwa 15 Schichten. Das erste überlieferte Rezept stammt übrigens aus dem 15. Jahrhundert. Und jetzt würde ich schon anfangen zu kämmen. Das gibt ihm sein ikonisches Erscheinungsbild. Ja. Das heißt, wir haben hier jetzt unseren Kamm, den wir hier ranhalten. Jede frische Teigschicht wird nun gekämmt. Dann nehmen wir immer ein bisschen Teig ab, Schicht für Schicht, sodass sich die richtig schönen Ringe, die man vom Baumkuchen kennt, ausbilden. Baumkuchen ist ein saisonales Gebäck, das die Kunden vor allem in der Weihnachtszeit schätzen. Beliebt ist er übrigens sogar in Japan. Und dadurch, dass ich
immer eine Schicht am Gas bräune und ihn dann im Anschluss wieder in den Teig tunke, bekomme ich ja immer eine braune Schicht und darauf wieder Teig. Und das sieht dann später im Anschnitt aus wie die Jahresringe bei einem Baum. Daher kommt dann auch der Name Baumkuchen. Also nicht bloß von der Form, dass er aussieht wie ein Stamm, sondern eben auch, dass er dann später im Anschnitt Jahresringe hat. Die Schichten werden bei etwa 300 Grad gebacken. Außen goldbraun, innen zart und luftig. Dieses außergewöhnliche Gebäck verlangt vom Konditor Können und Erfahrung. Noch ofenwarm wird der Baumkuchen weiterverarbeitet. Und jetzt kommt die Aprikotur. Julian Kübel erwärmt den hauseigenen Aprikosenfruchtaufstrich. Dann wird er eingepinselt. Die Aprikotur, die verschließt jetzt die Oberfläche vom Baumkuchen. Das sorgt zum einen dafür, dass die Feuchtigkeit im Baumkuchen drin bleibt und zum anderen, dass auch das Aroma erhalten bleibt. Weil einfach die Poren sozusagen vom Teig einmal mit Aprikose geschlossen werden. Und später, wenn wir den überziehen mit Schokolade, ergibt es auch eine viel schönere Oberfläche. So, und fertig. Der bleibt jetzt hier bis morgen früh hängen zum Auskühlen. Diese Exemplare im Schaufenster warten bereits auf die nächsten Baumkuchenliebhaber. Das Café mitten in der Heidelberger Altstadt wurde schon 1832 gegründet. Alle Produkte werden hier handwerklich hergestellt. Julian Kübels Urgroßvater übernahm das Haus 1933 und eröffnete das Theatercafé Schafhäutle. Seit dieser Zeit wird hier feinster Baumkuchen gebacken. Das Rezept von unserem Baumkuchen ist über Generationen übermittelt. Zu Zeiten meines Großvaters wurde es schon so gemacht, wahrscheinlich sogar zu Zeiten meines Urgroßvaters. Als Kind habe ich fast jeden Mittag mir hier ein Stück Baumkuchen abgeholt oder eine Portion Baumkuchen dünn aufgeschnitten und dazu noch eine Kugel Vanilleeis. Das war fast jeden Mittag mein Nachtisch. Der Baumkuchenstamm ist ausgekühlt und wartet auf seine Veredelung. So, ich habe mir jetzt aus meinem Wärmeschrank meine aufgelöste Schokolade geholt. Wir verarbeiten eine ganz besondere Schokolade aus biozertifiziertem Kakao, fair gehandelt, direkt mit den Kakaobauern vor Ort. Keine Fremdfette drin, 100% nur Kakaobutter. Nicht wie manchmal bei Supermarktschokoladen noch zugesetzte Fremdfette. Die Schokolade habe ich bei 55 Grad im Wärmeschrank gelagert, so dass sie sich richtig schön auflöst. Also alle Kakaobutterkristalle sind jetzt vollkommen aufgelöst. Und ich muss sie jetzt, damit sie später schön glänzt, einmal herunterkühlen und dann wieder leicht erwärmen. Und das machen wir, indem wir sie einmal auf unsere Marmorplatte kippen. Und zwar nur zu 2/3. 1/3 bleibt im Kessel. Und diese Restmenge, die hier im Kessel ist, genügt dann später, um meine Schokolade wieder leicht zu erwärmen. Also das kennt ja jeder im Sommer, wenn einem mal eine Schokoladentafel zu warm geworden ist. Sie wird grau. Sie kühlt zwar wieder ab, sie wird wieder fest, aber sie ist grau und sie ist fast so ein bisschen zäh. Sie verliert einfach ihren schönen Bruch, ihren schönen Knack. Und das liegt daran, dass dann die Kakaobutter nach oben steigt und nicht mehr schön in der Schokolade verteilt ist. Und wir wollen hier mit dem Runterkühlen und wieder erwärmen eine schön stabile Kakaobutterstruktur erreichen. Temperieren nennen die Konditoren diesen Vorgang. Ich darf sie aber auf keinen Fall zu lange drauf liegen lassen. Es geht dann auf einmal ganz schnell, dass sie mir fest wird. Und wenn sie mir zu fest geworden ist, dann bekomme ich die Klümpchen auch später nicht mehr raus.
Jetzt geht es ganz schnell. Wenn die Kakaobutter einmal anfängt auszukristallisieren, ist es wie eine Kettenreaktion. Und auf einmal ändert sich die ganze Konsistenz und sie wird viel dickflüssiger. Und wenn man jetzt sie nicht schnell genug vom Tisch bekommt, kriegt man Klümpchen rein, die man später nicht mehr gelöst bekommt. Wenn ich jetzt alles zurückgekratzt habe, rühre ich mir die Schüssel gut durch und dadurch wird die Schokolade wieder um 1-2 Grad erwärmt. Das sorgt dafür, dass sie dann die Zieltemperatur bekommt und eine richtig schön knackige, glänzende Schokolade hinbekommt. So 31 Grad sind es bei der Schokolade hier. Die Schokolade muss der Konditormeister sofort weiterverarbeiten. Und jetzt schütte ich unsere temperierte Kuvertüre hier drüber, sodass er vollständig bedeckt ist. Der Konditor überzieht seine Baumkuchen mit hochwertiger Zartbitter- oder Vollmilchschokolade. Wenn die Schokolade perfekt temperiert worden ist, bekommt sie nach dem Auskühlen einen seidigen Glanz und eine schöne Knackigkeit. Jetzt stelle ich ihn schnell, dass er einmal ein bisschen die überschüssige Schokolade abgeschleudert wird. Und dann kann ich ihn ganz langsam stellen, dass er sich schön gleichmäßig verteilt und nicht zu einer Seite runterläuft. Jetzt schneide ich ihn mir schon mal, damit ich ihn später besser von der Walze bekomme. Die Schokolade ist inzwischen angezogen, sie ist fest geworden. Dann wird er noch halbiert. Julian Kübel ist zufrieden. Der handgemachte Baumkuchen ist fertig. 15 Schichten, jede einzelne liebevoll gebacken. Bleibt noch eine Frage. Wie schneidet man eigentlich dieses außergewöhnliche Gebäck? Also, wenn wir jetzt unseren Baumkuchen schneiden, dann ist es wichtig, dass wir ihn nicht wie so einen Kuchen runterschneiden in Stücke, sondern dass wir ihn Schicht für Schicht dünn aufschneiden, dass man auch bei den Portionen auf dem Teller noch die einzelnen Jahresringe erkennen kann. Je dünner, desto besser. Ein bisschen Geschick braucht man schon dafür. Der edle Baumkuchen ist eben in jeder Hinsicht ein besonderes Gebäck. Der perfekte Baumkuchen für mich ist saftig, hat ein schönes Volumen, ja, eine ganz schöne leichte Masse, einen intensiven Buttergeschmack, Vanillegeschmack, Tonka sollte man rausschmecken, meiner Meinung nach. Das ist ein totaler Klassiker im Baumkuchen. Und einfach eine runde, leckere Sache. König der Kuchen wird er ehrfurchtsvoll genannt. Der Baumkuchen ist ein exquisites, handgefertigtes Meisterstück der Konditorenkunst. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.